Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran von Nathalie Amiri ist ein zugleich bewegendes und aufschlussreiches Buch über das heutige Leben im Iran. Die Autorin, eine renommierte Journalistin mit iranischen Wurzeln, gewährt den Lesern authentische Einblicke in die komplexe Realität des Landes, das oftmals zwischen Tradition und Moderne, Hoffnung und Unterdrückung gefangen ist. Amiri schildert persönlich erlebte Geschichten, politische Entwicklungen und gesellschaftliche Umbrüche, welche die ambivalente Stellung des Irans in der heutigen Welt verdeutlichen. Sie schreibt nicht nur aus der Perspektive einer Beobachterin, sondern auch aus der einer Betroffenen, die als Frau und als Tochter einer deutsch-iranischen Familie beide Kulturen versteht. Ihr Buch beleuchtet die Vielschichtigkeit der iranischen Gesellschaft sowie die Spannungen, die durch politische Repression, wirtschaftliche Not und sozialen Wandel entstehen. Durch die Vermischung von Reportage, persönlicher Erfahrung und analytischem Blick macht Amiri greifbar, wie die Iranerinnen und Iraner mit Hoffnung, Widerstand und oftmals auch mit Ohnmacht in einem System voller Einschränkungen leben. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Alltagsrealität im Iran. Nathalie Amiri nimmt die Leser mit in das alltägliche Leben des Iran, das zwischen Tradition und modernem Streben schwankt. Sie beschreibt, wie Familien, junge Menschen und Frauen ihr Leben gestalten, trotz massivem Druck von staatlicher Seite. Die wirtschaftlichen Herausforderungen, die steigende Arbeitslosigkeit und die allgegenwärtige Inflation prägen die Existenz der Bevölkerung. Viele Iranerinnen und Iraner bemühen sich, trotz schwieriger Umstände eine hoffnungsvolle Perspektive zu behalten und sich kleine Freiräume im Alltag zu schaffen. Amiri schildert ihre eigenen Erlebnisse, aber auch die Geschichten von Bekannten und Interviewpartnern, die offenbaren, wie sehr individueller Überlebenswille und Anpassungskunst das tägliche Leben bestimmen. Zweitens. Politische Repression und deren Folgen. Ein zentrales Thema des Buches ist die allgegenwärtige politische Unterdrückung. Amiri berichtet von den Mechanismen staatlicher Kontrolle, von Überwachung, Zensur und der allgegenwärtigen Angst vor Verhaftungen. Sie erklärt, wie der Regierungskurs den Alltag bis ins Private hinein beeinflusst, etwa bei Wahlentscheidungen, in der Erziehung oder bei der Berufswahl. Ihre Berichte zeigen, wie schwer und gefährlich es ist, Kritik offen zu äußern und wie sich dies auf das gesellschaftliche Klima auswirkt. Die Furcht vor dem Regime ist allgegenwärtig und prägt insbesondere das Verhalten der jungen Generation, die mit Träumen und eigenen Wertvorstellungen zwischen Anpassung und Aufbegehren schwankt. Drittens. Die Rolle der Frauen in der iranischen Gesellschaft. Frauen stehen im besonderen Fokus des Buches. Amiri zeigt, wie sie sich Freiräume schaffen und trotz offizieller Restriktionen ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Mit großer Empathie verdeutlicht sie, wie Frauen Bildungschancen nutzen und in Beruf und Öffentlichkeit sichtbarer werden, gleichzeitig aber weiterhin massiven Einschränkungen und Risiken ausgesetzt sind. Die Autorin schildert eindringlich Begegnungen mit Aktivistinnen, die gegen Unterdrückung kämpfen, und zeichnet nach, wie weiblicher Widerstand und Lebensmut zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen. Dabei vermittelt sie durchaus auch die Schattenseiten. Viele Frauen müssen einen hohen Preis für ihren Mut zahlen und leben ständig in der Gefahr, Opfer staatlicher Maßnahmen zu werden. Viertens. Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Der Iran ist ein Land, das zwischen jahrhundertealter Tradition und dem Drang nach Moderne schwankt. Amiri illustriert, wie diese Gegensätze den Alltag bestimmen. Während viele Familien noch stark im Glauben und in Traditionen verwurzelt sind, fordern junge Menschen immer mehr Freiheiten und eine Öffnung zur Welt. Die Autorin beschreibt, wie Internet, Social Media und Globalisierung neue Werte und Ideen ins Land bringen, aber auch für Verunsicherung sorgen. Es entwickelt sich ein ständiger Balanceakt zwischen Anpassung und Modernisierung, zwischen nationaler Identität und globalem Zeitgeist. Dieser Zwiespalt prägt die gesellschaftliche Entwicklung und beeinflusst die Sichtweise der Menschen auf Politik, Religion und ihr persönliches Leben.
Schließlich Hoffnung, Widerstand und der Traum von Freiheit. Trotz Repressionen und Schwierigkeiten machen sich Hoffnung und Widerstand im Iran immer wieder bemerkbar. Amiri stellt bewegende Geschichten von Menschen vor, die nicht aufgeben, ob sie nun kleine Proteste organisieren, Kunst und Kultur als Ausdrucksform nutzen oder schlicht Wege suchen, das System zu überlisten. Sie hält fest, dass die Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung dem Druck des Regimes oft trotzt. Der Mut vieler junger Iraner, aber auch älterer Generationen, zeigt sich in ihrem Engagement und ihrer Kreativität. Zugleich beschreibt Nathalie Amiri die Frustrationen, Rückschläge und den oft auch durch äußere Mächte, zum Beispiel Sanktionen, verursachten Stillstand. Dennoch bleibt das Buch von einer Grundhoffnung durchzogen. Eines Tages könnte ein freierer, gerechterer Iran möglich sein. Zusammenfassend: Nathalie Amiris. Zwischen den Welten. Von Macht und Ohnmacht im Iran ist ein Buch für alle, die sich für den Iran, seine Menschen und die globalen Zusammenhänge interessieren. Es spricht Leserinnen und Leser an, die hinter die Schlagzeilen blicken und die vielschichtigen Aspekte einer Gesellschaft verstehen wollen, die selten in voller Tiefe von westlichen Medien dargestellt wird. Besonders empfehlenswert ist das Buch für Personen, die politisches oder gesellschaftliches Interesse an Themen wie Menschenrechten, Frauenrechten oder Transformationsprozessen in autoritären Regimen haben. Auch für Reisende mit Neugier auf den Nahen Osten sowie Angehörige der Diaspora bietet es wertvolle Einblicke. Dieses Buch hebt sich von anderen Titeln ab, weil Nathalie Amiri sowohl persönliche Erfahrungen als auch detaillierte Analysen einbringt. Ihre doppelte Perspektive als Tochter deutsch-iranischer Eltern und erfahrene Journalistin ermöglicht einen einzigartigen Zugang zum iranischen Alltag und zur emotionalen Welt der Menschen dort. Die Mischung aus Reportage, Analyse und persönlichen Geschichten macht das Buch besonders authentisch und nahbar. Amiris Ehrlichkeit, ihr Mut und ihr Engagement für Aufklärung ziehen sich durch jede Seite. Sie wird zu einer glaubwürdigen Vermittlerin zwischen verschiedenen Kulturkreisen und mentalen Welten. Wer dieses Buch liest, profitiert von einem erweiterten Horizont, besserem Verständnis für globale Konflikte und einer sensibilisierten Sicht auf Freiheit, Gerechtigkeit und menschliche Würde. Es bietet Anregungen, die eigenen Vorurteile zu reflektieren und eröffnet neue Perspektiven auf aktuelle Herausforderungen. Zwischen den Welten liefert weit mehr als reine Information. Es ist ein Appell an Empathie, Mut und Engagement. Wer wissen will, wie sich Macht und Ohnmacht im konkreten Leben anfühlen und wie Hoffnung trotz aller Widrigkeiten bestehen kann, sollte zu diesem Buch greifen, weil es nicht nur informiert, sondern auch bewegt und inspiriert. Wenn Sie unterstützen möchten, Nathalie Amiri, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.